Im Alter von 15 Jahren bin ich an einer seltenen Form von Meningitis erkrankt. Ich konnte mich kaum noch bewegen und hatte auch erhöhte Temperatur. Und es war dann so, als hätte man mir ganz, ganz viel Watte in die Ohren gepackt. Als dann das Gehör anfing wegzugehen, war natürlich noch mehr Angst da. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es dann immer weg ist. Hast du ja auch einen Kaffee? Ja, klar. Magst du irgendwas frühstücken? Ich werde einen Quark nehmen. Die Cochlea-Implantate bedeuten für mich insbesondere ein Stück Freiheit, sodass ich halt am Leben teilhaben kann, wie jeder andere Mensch auch. Ich setze mich schon mal hin. Alles klar. Ich bin Oliver, 37 Jahre alt, bin Vater von 2 Kindern und Ehemann. Ich bin taub und kann trotzdem hören. Heute befinde ich mich auf einer Reise und auf dieser Reise unterstütze ich andere Betroffene, sich selbst mit dem CI zu identifizieren und den Umgang damit zu lernen. Ich sehe mich als Motivator, Unterstützer und als gutes Ohr zum Zuhören. Also so super, super. Perfekt. Ja, schön. Ich hatte das Glück, in Anführungszeichen, dass ich ja erst mit 15 an der Hirnhautentzündung erkrankt bin und dadurch eben mein Spracherwerb schon abgeschlossen war. Relativ schnell schon war ich bei 80–90% Hörvermögen durch die CIs und das war natürlich ein total gutes Ergebnis. Ich bin jetzt hier im CEC in Friedberg und habe heute einen Nachsorgetermin. Da wird jetzt in erster Linie geschaut, wie gut ich höre. Und dann im Anschluss macht man eine kleine Anpassung, um zu schauen, ob ich in Zukunft noch besser höre. Hi, Olli. Ach Mensch, hi, schön dich zu sehen. Lange ist her. Ja, wollte gerade sagen. So, müssen wir was arbeiten heute? Mit welcher Seite wollen wir starten? Wir starten mit der linken Seite. Sehr gerne. Genau, dann die rechte einmal ab. Dann kommen jetzt die Einsilber, die Wörter. Einfach wieder nachsprechen, bitte. Super. Glut, Glut, Erz, Erz, Spiel, Spiel, Moos, Moos, Kranz, Kranz. War das Kranz oder Kranz? Was hast du gesagt? Ich habe Kranz. 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 Also der Kranz, der Kranz. so an der Tür hängt oder Adventskranz Ja, oder ja. genau. Alles klar, da habe ich wohl nicht richtig gehört. Also, alle richtig. Yay. 100%. Wunderbar. Sehr cool. Wir haben gerade in der stationären Reha einen jungen Mann, der Ben, und der hat ganz, ganz viele Fragen. Und ich glaube, der wird sich riesig freuen, wenn er mal einen erwachsenen CI-Träger treffen und vielleicht ein bisschen interviewen könnte. Ja klar, Ja? gerne, total gerne. Ach, da ist er. Guck mal. Hi, grüß dich, hi. Hallo. Hi, ich bin der Olli. Ich bin der Ben. Hi, schön dich kennenzulernen. Freut mich auch. Super, wollen wir uns hinsetzen? Ja. Bei mir ist es ja dadurch gekommen, also haben es mir meine Eltern erzählt, dass ich eine Operation am Kleinhirn hatte. Und dadurch ist es quasi gekommen, ich weiß nicht genau wie, aber wir haben es irgendwie herausbekommen, wir haben mal gegrillt und dann haben wir Stille Post gespielt. Ich saß halt rechts von meiner Mutter und sie hat mir dann was ins linke Ohr geflüstert, aber ich habe einfach nichts gehört. Ja, also bei mir war das so, ich war ja dann für eine gewisse Zeit, für einige Wochen war ich ja komplett gehörlos, weil ja noch nicht ganz klar war, ob ich überhaupt wieder hören kann oder nicht. Und dann hatte ich tatsächlich irgendwann in der Uniklinik meinen Termin zur Erstanpassung. Genau, und irgendwann schaltete der Mann das an und sagte dann, ja, jetzt hörst du ja. Und ich hatte ihn auch verstanden und neben mir saß meine Mutter, die dann auch schon Tränen in den Augen hatte und dann das war total überwältigend. Als meine Mutter mir dann was ins linke Ohr reingeflüstert hat und ich es verstanden habe, das war einfach auch richtig schön für mich. Das war ein einfach sehr schöner und unvergesslicher Moment. Und Das glaube ich. immer wenn ich jemanden sehe oder mich mit dem austausche, der hörgeschädigt ist, so wie jetzt bei uns beiden, dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht alleine damit und es gibt noch andere. Es gibt natürlich immer so Momente, wo man sich denkt, wieso bin ich hörgeschädigt? Wieso
Wieso bin ich jetzt so? In den Momenten ist es halt dann ganz besonders wichtig, dass man eben dann ja, den Austausch mit anderen hat, so wie wir uns jetzt beide unterhalten, oder dass man halt eben dann auch sich immer wieder in Erinnerung ruft, dass man ja doch was Besonderes ist. Ne? Ich meine, wir sind zum Teil Mensch, wir sind zum Teil Maschine, das ist doch auch mega cool. Hast du einen Gebärdennamen? Was ist das? Das ist quasi dann eine Abkürzung. Also es ist nicht der buchstabierte Name, sondern es ist dann eine Abkürzung, oftmals verbunden mit einer ja, persönlichen Eigenschaft oder so. Mein Gebärdenname ist das. Also so diesen Bart glatt streichen, das ist mein Gebärdenname. Und dann würde ich halt sagen, mein Name ist Oliver. Das war richtig cool. Und würde mich total freuen, dich dann bald mal wieder zu sehen. Ja. Und viel Spaß noch hier in der Reha. Und dann sage ich mal ciao. Ciao. Niemand kann nachvollziehen, wie es tatsächlich ist am Ende, mit der Hörschädigung zu leben. Auch mit meinen Eltern habe ich das nie so richtig aufgearbeitet. Wir haben am Ende nie so richtig darüber gesprochen, wie wir uns damit fühlen, wie wir damit umgehen sollen, was das jetzt eigentlich mit uns macht. Ja, und bis heute eigentlich nicht. Hi Olli, Hi, hi. grüß Hallo, dich. Oliver. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, komm rein. Wo ist der Rest der Familie? Sie sind auch daheim. Alle sind daheim, okay. Okay, geht's? Ja, guck mal, was ich gefunden habe. Uraltes Gedöns. Ja. Und bevor ich es wegschmeiße, Ja, musst du einfach... Auf gar keinen Fall wegschmeißen, Ja. bitte. Oh, guck mal, es ist, die Magnete Ja, die sind da ein funktionieren. bisschen- Oh, nein. Was geredet, Güte. Guck mal, das sind hier über 20 Jahre CI-Technologie. Guck mal, was du hier noch... Ja, ich weiß, an ich habe Schätzen zwar entdeckt reingeguckt hast. und habe gesehen, aber ich habe es nicht... Ach du Güte, das sind... Guck mal hier, das war hier so eine Genesungskarte von meiner Klasse damals, ne? Da haben alle unterschrieben in der Klasse hier mit hoffentlich geht's dir bald besser, gute Besserung. Da gibt es halt hier auch noch tatsächlich diese Notiz, wo meine Schwester offensichtlich hier geschrieben hat, hörst du denn gar nichts, auf beiden Ohren nicht? Und hast du wirklich gar nichts gehört? Und sie haben dann auch nochmal betont, dass es jetzt ganz, ganz wichtig ist. Und das war so meine Kommunikation, ne? Also so haben wir uns unterhalten zu der Zeit, ne? Ja. Also da haben wir dann irgendwas geschrieben. Ich sehe dich heute noch vom Fernseher sitzen Ja, und ja. also auf der Couch, Ja. weißt du, und dann war er auf der Kante und dann war der Fernseher und du sitzt da auf der Kante von der Couch und sagst, Mama, ich höre nichts mehr. Ja, ja. Ich darf da, ja, alles gut. Und da sind wir ins Krankenhaus. Ja. Und dann sind wir nach Höchst gefahren, dann habe ich immer auf die Verkehrsschilder gezeigt, damit du weißt, dass wir Wo es jetzt hingeht. nicht nach Hause fahren, sondern dass wir nach Höchst fahren. Der schlimmste Moment war, nachdem wir im Krankenhaus bei der Ärztin waren und sie hat ihn da vollgepumpt mit irgendwelchen Sachen, sagt, jetzt müssen wir einfach nur warten. Weil das war eine Zeit, da hätte er auch sterben können. Das waren so, ja, ein Tag war das gewesen, bis zum nächsten Tag, wo sie dann gesagt hat, ich glaube, jetzt hat er es geschafft. Weil er wirklich eine starke Konstitution hatte und es war, also ein Tag war das, da war es ganz schlimm. Wir haben hier abends gesessen und wussten nicht, ob wir am nächsten Tag unseren Sohn noch haben. Das war so das Schlimmste. So dumm wie das ist mit dieser Hirnhautentzündung. Die Menschen die sterben, die Kinder sterben an dieser Krankheit, ja. Und bei dir war ja diese Hirnrinde schon relativ weit. Also es war, andere werden blind, andere werden dumm, die sind behindert, ja, dass sie... so, und du hast nur dein Gehör verloren. Es hört sich so scheiße an, ich weiß. Aber im Grunde meines Herzens ist das kleinere Übel von allen gewesen. Ich meine, es wäre natürlich viel, viel schöner, wenn du noch hören könntest. Aber für mich hörst du. Ich glaube, ich habe einfach gedacht, ist egal, Hauptsache er lebt. Also so, ne? Das andere kriegen wir schon. Da kommen wir mit klar. Hauptsache, er ist noch da. Ja, das war sehr emotional. Das hat vieles jetzt wieder aufgewühlt.
Viele Dinge, die ich gar nicht mehr so präsent hatte, sind da jetzt wieder hochgekommen. Auch wie dramatisch das eigentlich damals tatsächlich war, wie knapp das war, wie schlecht es um mich gestanden hat. Zumindest für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, 24 Stunden. Ja, das muss jetzt erst mal sacken. Ich bin aus dem Krankenhaus rausgekommen, war dann noch ein paar Wochen zu Hause. Aber als dann das CI da war und ich dann auch gehört habe mit dem CI, ging es wieder zurück in die Schule. Ich habe zu der Zeit Handball gespielt, es ging dann auch wieder aufs Spielfeld zurück. Also es war dann alles wieder im Grunde genommen so wie vorher. Aber wahrscheinlich, jetzt zurückblickend betrachtet, war wahrscheinlich auch genau das der Fehler. Weil ich einfach gar nicht mir die Zeit genommen habe, meine Situation den neuen Umständen anzupassen. Ich bin einfach wieder da reingegangen, wo ich vorher war, habe einfach so weitergemacht, wie ich vorher gemacht habe. Und das hat mich natürlich ganz, ganz oft überfordert, überanstrengt, auch erschöpft. Und das habe ich aber gar nicht gewusst auszugleichen. Es gibt einige Momente, in denen ich gar nichts höre. Das ist beispielsweise unter der Dusche, weil die Geräte natürlich nur bis zu einem gewissen Grad wasserfest sind. Das heißt, gerade beim Duschen oder eben im Schwimmbad bin ich dann komplett gehörlos, also komplett taub. Ich glaube, ich esse jetzt hier noch fertig und dann gehe ich aber auch mit dir raus. Okay. Soll ich irgendwas mitbringen unterwegs? Ich laufe an der Apotheke vorbei. Nasenspray oder Nasentropfen, ja. Ja. Dann sagt man Tschüss, Papa. Tschüss, Papa. Später. Bis später. Sonja ist mit Abstand die stärkste Frau, die ich je kennengelernt habe. Sie ist ein totaler Herzensmensch. Sie ist super empathisch. Sie akzeptiert mich so, wie ich bin. Alexa, spiel Musik. Musik hat eigentlich in meinem Leben auch schon immer eine große Rolle gespielt und ich bin froh, dass ich das heute wieder hören kann und dass ich all diese Umgebungsgeräusche auch wieder wahrnehme und aber allen voran natürlich halt eben Stimme, Musik und Stimme und Musik. Es ist halt so, dass das Gehirn durch die CIs ja ein neues Hören lernen muss und dann gibt es eben nur noch ein aktives Hören und nicht so wie bei einem Hörenden ein passives Hören. Also das nimmt gerade 100% meiner Hörkapazität ein und also ich kann auf das komplette Umfeld gerade gar nicht reagieren. Also ich krieg's jetzt auch nicht mit, ob ein Auto hier kommen würde oder irgendwas oder wenn die beiden was sagen. Es geht komplett an mir vorbei. Nochmal, der Papa hat nicht gehört. Was denn? Auf den was? Auf alles, was im Umfeld passiert, was gesagt wird, muss man sich zu 100% konzentrieren, weil es eben sonst entweder falsch verstanden wird, gar nicht verstanden wird oder man nur Bruchteile mitbekommt und dann vielleicht am Ende auch den Kontext gar nicht hat. Genau, und das ist halt schon sehr anstrengend, wenn man sich den ganzen Tag drauf auf jegliche Kommunikation konzentrieren muss. Es kostet auf jeden Fall Energie. Also jetzt auch gerade mit Kindern, wo man merkt, es ist ein ganz anderer Geräuschpegel zu Hause. In einigen stressigen Situationen sich dann auszutauschen, ist schon schwieriger. Wir haben auch einen Gebärdensprachekurs gemacht,
Wenn ich mich da wahrscheinlich auch nochmal mehr dahinter setzen würde, hätten wir da auch einfach nochmal ein Goodie, um uns in diesen Situationen helfen zu können. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Bad Nauheim. Da fahren wir in die Klinik, in die Reha-Klinik, wo sich aktuell die Johanna befindet. Die macht jetzt dort ihre stationäre Reha und ist auch fast zu Ende damit. Also die Johanna habe ich kennengelernt, auch im Rahmen der Selbsthilfe. Zur Selbsthilfe bin ich letzten Endes gekommen, weil ich da durch Zufall aufmerksam geworden bin und dann eben plötzlich gemerkt habe, was für ein tolles Umfeld es ist, mit was für tollen Menschen man da zu tun hat. Hey, schön dich zu sehen. Hallo, grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wollen wir mal hinsetzen? Gerne. Du hattest ja seit dem 2. Lebensjahr auf der einen Seite gar nichts mehr. Und bereust du den Schritt der Überhaupt Implantation? nicht. Oder? Gar nicht. Absolut gar nicht. Das war eigentlich das Beste, was ich machen konnte. Ich bin ja mit der Grundlage hierher gekommen, es kann nur besser werden. Und das Ja, weil dein Ohr war ja eigentlich gar nicht. da war nichts vorhanden. Nee. Und dann, Genau. Und ich sehe, du hast jetzt auch auf der anderen Seite auch so schöne Orthoplastik und Ja, genau. schönes Design, sieht richtig gut aus. Schön auffällig. Genau. Ich möchte ja, dass die Leute wissen, weshalb ich manchmal anders reagiere oder gar nicht reagiere. Und das gefällt mir. Wie würdest du den Klang beschreiben von jetzt vor ein paar Wochen und jetzt heute? Viel besser, viel natürlicher. Viel natürlicher. Ja. Anfangs war es blechern, metallisch, ja. oder? Ja, wie so ein Roboter. Wie so ein Ich sage immer, es klang wie Darth Vader. Okay. Es gab viele Phasen in meinem Leben, wo ich sehr frustriert war, kraftlos war, auch, wo ich auch keine Motivation mehr hatte, weil es einfach ja, zu viel wurde. Aber ich habe mich halt nie hingesetzt und habe mich gefragt, woher kommt das? Jetzt eben im Rahmen dieser Selbsthilfe war ich ja gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, um halt eben anderen auch ein Vorbild sein zu können. Ich zeig dir mal den Schlüssel, der piepst auch echt sehr hochtönig. Ah. Hör mal zu. Hast du gehört? Ja, das hat man gehört, ja. Das höre ich ohne sie nicht. Cool. Dann. Hier, ich zeig dir. Also hier siehst du die Ergebnisse von der Aufnahme, als ich hierher gekommen bin. Da siehst du zum Beispiel, dass ich 50% Vokale verstanden habe. Und bei der Entlassung hier sind es schon 75%. Ja, das ist schon enorm. Wahnsinn, gell? Ich war auch noch gar nicht hier draußen. Gerade bei uns in der jungen Selbsthilfe ist mittlerweile so der Trend auch in die Richtung, dass man halt sagt, man macht es so auffällig wie nur möglich, damit eben von außen jeder sofort sehen kann, hey, ich hab da was. Und wenn du Interesse daran hast, dann frag mich einfach oder dann sprich mich einfach darauf an. Ja, ist doch sehr frisch. Wollen wir da reingehen? Oh ja, sehr gerne. Wollen wir die Plätze tauschen? Ich höre hier irgendwie schlecht. Ja, klar, mein können wir besseres Ohr. Danke. Okay, danke. So besser? ist besser. Sehr schön. Vielen Dank. Mir ist es ziemlich laut hier. Ich stelle gerade mal um auf die Störlärmunterdrückung, damit die ganzen Tassen und die und das Besteck ein Besser? bisschen rausgeblendet wird. Ja, viel besser. Zeig mir doch bitte noch mal das Foto, was du vorhin von mir gemacht hast. Schauen wir mal, warte. Da ist es. Okay. Ja, sau cool. Wollen wir hochladen gleich? Ja, lad mal hoch und schick mir es dann noch mal. Ich glaube, er kann sehr überzeugend sein. Also er sagt immer, jetzt komm mal mit zu unseren Veranstaltungen und so weiter, wo man dann vielleicht auch am Anfang so ein bisschen Hemmungen hat, so, na, ich gehöre da jetzt noch nicht so dahin oder so. Aber er macht einem auch irgendwie leicht. Freust du dich schon auf zu Hause? Ja, und wie?
Ja, jetzt regnet es hier ein bisschen. Das ist natürlich insofern ungünstig, weil wir ja Technik am Ohr haben. Deswegen immer Kapuze dabei oder Regenschirm, weil dann ist man einfach da vorgeschützt. Selbsthilfe erfüllt einen mit ganz viel Glückseligkeit, auch immer wieder zu sehen, wie man andere auf ihrem Weg begleiten kann, unterstützen kann, helfen kann mit noch so kleinen Dingen. Und das gibt einem auch so unheimlich viel zurück. Ich habe jetzt einen Termin beim Friseur, dann muss ich die Geräte auf jeden Fall ausziehen, die CIs. Und ja, dann höre ich halt eine Zeit lang nichts. Aber meine Friseurin, die weiß das mittlerweile, die kennt sich da jetzt auch eigentlich ein bisschen aus mit und für die ist das überhaupt kein Problem. Ja, aber bevor ich jetzt reingehe, mein Ohr piepst schon seit einer Weile, das muss ich jetzt erstmal noch austauschen. So, frischer Saft. Hallo. Morgen. Ich nutze halt schon Leerläufe, dann eben da Veranstaltungen zu teilen, bekannter zu machen, Aufklärungsarbeit zu leisten, Nachrichten zu beantworten. Und da sind halt so Wartezeiten wie beim Friseur oder auch in der Bahn oder so, sind dann natürlich mal wertvolle Zeit, wo ich das machen kann. Magst du was trinken, Olli? Danke, nein. Dann? Mhm. Gerade nach einem anstrengenden Tag ist es total schön, die Welt quasi auszuschalten und einfach in so einer Art stillem Raum zu sein, wo einem nichts mehr mit Lärm belästigen kann. Während alle anderen Hörenden gezwungen sind, 24/7 zu hören, kann ich im Grunde genommen jederzeit sagen, ich ziehe sie aus und dann höre ich halt eben nichts. Und das ist schon einfach irgendwie eine Art Superkraft oder irgendwie so ein Special Feature, was halt eben nicht jeder hat. Was macht mein blonder Engel? Bitte nochmal? Was macht mein blonder Engel, der Joni? Dem geht's eigentlich ganz gut. Der ist jetzt wahrscheinlich gerade in der Kita. Wir haben ja morgens immer so einen Morgenkreis, wo die dann zusammensitzen und ein bisschen sich auf den Tag einstimmen. Ja. Dann, vielen Dank. Danke auch. Dann sitze ich halt regelmäßig auf der Couch und beantworte halt eben auch Anfragen, die mich erreichen. Und da habe ich jetzt eine Anfrage hier bekommen von einer jungen Frau. Und die schreibt: Ich muss sagen, dass ich erst mal 1 Stunde lang heulend über deinem Profil saß. Ich weiß nicht, ob es an deinem oder an unserem Schicksal lag, aber deine positiven Ausstrahlung oder einfach nur, weil du mir Mut gemacht hast. Ja. Und das ist dann eine absolut wertvolle Bezahlung letzten Endes für das Ehrenamt. Manchmal schreibe ich die Teilnehmer gezielt dann an, um einfach noch mal so ein bisschen mehr Feedback zu bekommen, ob sie kommen wollen oder nicht. Und das mache ich jetzt hier mal bei der Joana. Ich stehe jetzt hier in der Ecke, weil ich ganz gerne alles im Blick habe, damit einfach mir keine unangenehme Situation passiert, weil ich irgendwas vielleicht nicht höre oder nicht mitbekomme. Deswegen habe ich gern alles im Blick. Gerade wenn ich halt morgens auf dem Weg zur Arbeit bin oder halt dann auch unterwegs bin von einem Termin zum anderen, dann
ziehe ich die Kopfhörer auf, damit ich einfach mal für einen Moment zumindest nicht den Alltagslärm mitbekomme. Und wenn ich dann mit der Bahn unterwegs bin, dann bin ich halt froh, wenn ich eben einfach mal zumindest für einen Moment diese Geräusche ausschalten kann und aber trotzdem eben dann Musik hören kann, die ich halt gern habe. Hier findet heute der Stammtisch statt. Den habe ich organisiert und da haben sich ganz, ganz viele verschiedene Menschen angemeldet und ich bin total gespannt, ob Joanna es heute auch schafft. Nach einem anstrengenden Alltag ist es natürlich umso mehr Herausforderung für hörgeschädigte Personen, an so einem Stammtisch teilzunehmen. Was ist euer Ziel eigentlich von euch? Also wir sind eine Selbsthilfegruppe. Ja, einfach eine Gruppe zu schaffen für Austausch, ein Netzwerk zu schaffen. Ja, auch den Leuten, die ja oftmals isoliert sind, auch eine Möglichkeit geben, Kontakt nach außen hin zu bekommen. Schön, dass du es geschafft hast. Ich freue mich. Ja, komm rein, setz dich, komm erst mal an. Beim ersten Stammtisch saßen wir, ich weiß gar nicht, ich glaube zu 4 oder zu 5 in Bad Nauheim. Und heute sind wir teilweise 20 bis 30 Leute bei einem Stammtisch. Und es ist ein total schönes Gefühl, weil wir halt dadurch auch immer wieder sehen, die Leute wollen genau das. Das hält auf jeden Fall die Selbsthilfe zusammen und bietet halt immer wieder total wichtigen Austausch auch. Es ist einfach wie eine Familie, wir kommen zusammen, können normal sein, vom Alltag abschalten. Das ist einfach schön. Ich habe das CI jetzt seit letzten Sommer erst und bin so zufrieden, dass ich jetzt quasi in 2 Monaten das zweite machen lasse. Und da hat mich quasi diese Gruppe und auch der Olli im Besonderen tatsächlich einfach sehr bei unterstützt, die Entscheidung sich leichter zu machen. Ich glaube, der Austausch ist auch super wichtig, dass man sich miteinander austauschen kann und dass auch die Leute das Gefühl kriegen, hey, ich bin mit meinem Problem gar nicht alleine. Es ist sehr anstrengend nach wie vor, aber ich merke, es fällt mir ein bisschen leichter. Gerade das, was von links kommt. Ich habe jetzt die ganze Zeit nach links mit der Julia unterhalten. Es wäre, glaube ich, vor einem Jahr noch nicht so gegangen wie jetzt. Es ist nicht immer einfach in der hörenden Welt, aber durch diese Gemeinschaft habe ich einfach so ein bisschen den Glauben und die Hoffnung, dass auch die hörenden Menschen irgendwann mal mit mir eins sind. Die sehen das so selbstverständlich, ja, du hast doch die Dinger und dann hörst du doch, ist doch alles gut. Ja, aber dass ich abends nach Hause gehe und frage, habe ich heute alles gegeben, habe ich heute alles richtig verstanden, bin ich auch nicht aufgefallen. Das sind so viele Selbstzweifel, die man ein ganzes Leben lang mit sich trägt, die Normalhörende einen nicht nehmen können. Das ist total belebend, das ist total, das füllt einfach diesen Akku so immens auf, dieses pure Selbstverständnis, man kann schon fast von einer Wärme sprechen, die man hier einfach erlebt und das ist ein tolles Gefühl. Melli kann nur mit ihrem Cochlea-Implantaten hören, erklärt Mimi den Kindern. Und hier hat sie mit so einem kleinen Schaubild, dann zeigt sie dann, dass das im Ohr implantiert ist. Ängste habe ich schon. Muss es irgendwann ausgetauscht werden? Wie ist dann vielleicht sein Hörvermögen? Kann man das so gut aufrechterhalten oder ist es dann vielleicht sogar schlechter? Da kommt ein Notruf. Sam bleibt ganz ruhig und konzentriert. Die Hörreise ist definitiv nie zu Ende. Gerade im Alter kommen ja dann vielleicht auch wieder andere Probleme dazu, die ja auch wieder vielleicht in Verbindung mit der Hörschädigung stehen können. Ich habe da meine Familie, die mich total unterstützt, allen voran Sonja, die das eben alles mitträgt. Ich habe die Community, die da total viel Input gibt und ich denke, dass ich da auch auf einem guten Weg bin.